Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Gegenstände von den nordamerikanischen Ureinwohnern aus dem Bereich der Great Plains mal vor mir ausgebreitet. Diese sind von mir und von meiner Freundin selbst hergestellt. Das handelt sich hier um, ja, man kann sagen, Replikate von Originalstücken. Aber wir haben bei den meisten Stücken zumindest darauf geachtet, dass wir keine Originalmuster 1:1 übernehmen, sondern die abwandeln, auch zum Teil unsere eigenen Muster daraus herstellen. Ja, und ich möchte ganz gern mal heute auf verschiedene Behälter eingehen, die die nordamerikanischen Ureinwohner aus dem Great Plains Bereich verwendet haben. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was das hier angeht, sondern es ist einfach nur das, was jetzt spontan mir in den Kopf gekommen ist und was ich jetzt hier spontan einfach mal ausgebreitet habe. Ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar hier ganz außen, diese Taschen hier, diese 4, das sind sogenannte Parflech. Und zwar sind das einfach Bison-Rohhautstücke von einem Bison, also immer die Hälfte quasi von einem Bisonfell. Ja, die wurden enthaart und in dem Fall habe ich es jetzt ein bisschen angegerbt, aber das braucht man eigentlich gar nicht machen. Und dann wurde das Ganze, als es noch im Rahmen oder auf dem Boden aufgespannt war, im feuchten Zustand eben hier mit Pigmenten bemalt. Und die sind relativ groß, da lässt sich relativ viel drin verstauen. Kleidung und Trockenfleisch und so weiter. Und das gab es in ganz verschiedenen Ausführungen, in etwas kleiner wie hier oder in etwas größer wie diese dort. Dann bemalt, auch unbemalt. Die verschiedenen Stämme hatten natürlich ihre eigenen Muster. Und der Verschlussmechanismus, hier vorne hat man eben Bändchen, seitlich hat man Bändchen. Auf der Innenseite das zugeklappte, das gefaltete hat auch nochmal hier Bändchen, womit man das zumachen kann. Das wurde wirklich gut verwendet hier, um ja, möglichst viel quasi transportieren zu können. Ja, und dann kommen wir weiter hier zu den Zylindern. Und das sind hier mal 2 verschiedene Typen von Zylinder. Auf der linken Seite haben wir jetzt hier Ritzungen, das heißt in die Bison-Rohhaut, wo die Epidermis noch drauf ist, also das ist hier die braune Schicht, wurde reingeritzt und dann wurde die Haut mit der braunen Farbe sozusagen hier, das ist, so sieht die Haut tatsächlich auch einfach aus, wenn das Tier enthaart worden ist. Das wurde quasi die Häutchen wurden quasi abgerissen und so stehen halt hier Muster. Bei dem Zylinder, der hier neben liegt, ist die Haut einfach nur bemalt und dann mit lila Bändchen zusammengefasst. So, mit dem Deckel hier oben drauf. Kommen wir weiter zu den, ich sag mal, Flat Cases. Ja? Auch das sind hier verschiedenste Ausführungen, verschiedene Größen für verschiedene Sachen, die da transportiert werden können. Jetzt ist hier gerade Schmuck drin. Hier haben wir nun Farbe drin. Hier ist zum Beispiel ein Spiegel drin. Und ja, und hier kann man quasi auch dann Trockenfleisch und Pemmikan drin aufbewahren. Dafür ist das sehr gut. Auf der Rückseite hat man dann noch ein Trageband. Also man konnte die tatsächlich sich quasi, wenn das Lederband länger war, konnte man die eben entweder, wenn man rumgezogen ist, irgendwo dran aufhängen, ja, auch im Tipi aufhängen. Oder aber, wenn man damit zum Beispiel zum Bärensammeln losgezogen ist, dann konnte man das eben auch über die Schulter als Tragegurt, wenn das länger war, anziehen. Ja, die gab es wie gesagt in unverziert und auch bemalt. So, und dann kommen wir mal hier drüben zu verschiedenen Taschen oder Beutelchen. Ja, und zwar ist das hier zum Beispiel sowas wie ein Herzbeutel, also der Herzbeutel vom Bison. Das Zeug ist relativ stabil, das Material, und das kann man wunderbar, da ist jetzt zwar nicht das drin, was da drin sein sollte, da ist jetzt Sehne drin, aber das lässt sich wunderbar verwenden, um da zum Beispiel Trockenfleisch drin aufzubewahren oder eben auch so wie hier, um dann eben ein Wasserbehälter daraus herzustellen. Im Prinzip wie so eine Art, ja, Eimer quasi kann man das Ding verwenden. Kann zum Wasser runtergehen, das voll machen und dann im Tipi aufhängen oder vorm Tipi. Ja, und hier sind so weichgemachte Säckchen und da
Das ist auch hier aus Tierblase und das ist wieder ein Herzbeutel. Das Material sieht fast gleich aus, nur dass das hier viel stabiler ist als das weiche Zeug hier. Und ja, hier ist jetzt gerade Pemmikan drin. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Medizinbündel. Ja, einfach ein Stück Leder, was dann quasi mit dem Lederband hier zusammengefasst ist. Und da drin sind die Kräuter. Und ja, kommen wir hier weiter zu Nabelschnurbehältern. Wenn ein Kind geboren wurde, dann wurde die Nabelschnur eben aufbewahrt. Und dann gab es eben solche Nabelschnurbehälter, wo dann die Nabelschnur mit reingemacht worden ist. Und die wurden auch, wie hier auch in dem Fall, sehr schön verziert. Daneben haben wir jetzt mal ein Aalenkäse. Das ist jetzt besticktes Aalenkäse. Da ist jetzt nur die Aale gerade nicht drin. Und dann kommen wir hier mal weiter zu Messertaschen. Das sind jetzt mal hier einfach unverzierte Messertaschen, dass ihr verschiedene Ausführungen seht. Entweder mit einem Lederband dran, was man am Gürtel befestigen konnte, oder aber zum Beispiel mit so einer Art Widerhaken mit der Rohhaut, die man dann quasi, da geht der Gürtel dann hier rüber und dann hier unter dem Haken durch und so kommt man das quasi dann einhaken und dann rutscht das nicht durch. Ja? Und das jetzt hier wieder kleiner und auch wieder um am Gürtel zu befestigen. Und dann eine Sache, die es zum Beispiel als Medizinbags und ja, für allerlei Kleinigkeiten quasi gab, waren eigentlich im Prinzip ja, Animal Skin Bags. Das heißt, das ganze Tier wurde über einen Kehlenschnitt gehäutet und dann gegerbt. Und somit ist an dem Tier dann quasi alles noch dran. Außer jetzt bei dem Tier. Hier ist ein bisschen Fell ausgefallen, weil das halt leider überfahren worden ist. Ja, und dann kann man eben von hier oben das eben vollstopfen mit den Dingen, die man eben mit transportieren möchte. Ja? Und dann kann man auf der Rückseite hier noch ein Lederband dran machen, dann kann man das aufhängen. Oder aber man faltet das eben hier rüber und kann das so dann über den Gürtel drüber ja, stecken quasi und so benutzen. Das gleiche hat man halt mit allen möglichen verschiedenen Tieren gemacht, in verschiedenen Größen, bis hin tatsächlich bis zum Bisonkalb, soweit ich weiß. Ob man es dann genauso am Gürtel getragen hat, das bezweifle ich, aber es wurde dann zum Beispiel zum Aufbewahren von Polenta, also Maismehl zum Beispiel auch verwendet. In dem Fall handelt es sich jetzt hier das mehr um ja, Medizinbeutel quasi und ich verwende das, um Trockenfleisch und so zu transportieren. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel aus, ich weiß nicht, Komoran oder irgendein Wasservogel, ein großer, davon der Fuß quasi eine kleine Tasche. Und ja, eine Abwandlung dann von diesen Animal Bags sind dann diese Taschen jetzt hier, wo dann quasi statt den Füßchen und Händen wurde an der Stelle dann quasi noch mal eine Verzierung angebracht, eine Stickerei. Und hier oben statt dem Kopf ist das hier halt offen und kann dann eben zum Beispiel mit einer Pfeife oder mit anderen Gegenständen eben befüllt werden und dann so aufgehängt werden. Dann haben wir die klassische Umhängetasche, ja, Jagdtasche kann man auch sagen. Nichts Aufregendes, einfach nur ein Stück Leder, gefaltet. Sieht eigentlich aus wie so ein Flatcase gerade da drüben, ne, kann man sagen. Nur, dass es halt Leder ist und dass hier dann eben hier noch ein Lederband quasi zum Umhängen dran ist. Das war als Kugeltasche benutzt worden und wie gesagt auf der Jagd war das eigentlich so eine Art Jagdtasche, kann man einfach sagen. Ja, dann kommen wir hier wieder zu solchen Bisonfell-Taschen. Ja, die waren oft hier zum Beispiel ist Nähzeug drin. Die kann man eben, ja, das ist eine Frauentasche im Prinzip, also zumindest jetzt in dem Fall ist es so. Da sind halt dann Spiegel und alles Mögliche drin. So. Ja, und dann kommen wir hier weiter zu den sogenannten Tipi Bags. Das sind Taschen, die man auch wieder aufhängen konnte. Hier sieht man das mal bei denen. Ja, man hat hier auf beiden Seiten Lederbänder und kann es entweder eben am Pferd befestigen oder eben auch im Tipi aufhängen. Hat hier vorne 2 oder 3 Lederbänder, mit denen man das eben zumachen kann. Die Tasche ist so leicht konisch, also die läuft ein bisschen enger nach unten hin zusammen. Und hat auch hier unten zum Festmachen am Pferd und so weiter zum Transportieren auch nochmal Lederbänder auf beiden Seiten dran. Ja, und die kamen immer, genauso wie auch die Paarflechter drüben, ja, kamen die immer in doppelter Ausführung, also in Paaren. Ja, was wiederum bei anderen Taschen, bei solchen Taschen hier nicht unbedingt sein musste.
Gut, kommen wir jetzt mal hier zu weiteren Transportmöglichkeiten. Das ist jetzt hier ein Bogenfutteral, wo man auch quasi das ganze Fell genommen hat. Und da drin, wie man sieht, da ist ein Bogen drin, da sind Pfeile drin. Das ist zum Aufbewahren. Da hat man auch die entweder Ersatzbogensehne und andere Sehne zum Reparieren. Darin hat man dann ein bisschen Zundermaterial hier unten drin, den Handdrill. Also das ist halt auch eine Tasche quasi, die man zum Transportieren von der Bewaffnung vor allen Dingen und zum Feuermachen quasi dabei hatte. Und jetzt kommen wir mal hier zu den weiteren Dingen. Wir haben jetzt hier aus einem Bisonhorn gefertigt eine Art Schöpfkelle, ja, für zum Beispiel Suppen. Ja, im Prinzip ist es einfach so ein Bisonhorn wie dieses hier, nur quasi, wenn man es sich so vorstellt, halt aufgebogen und hier aufgeschnitten. Ja, und diese Bisonhörner hier zum Beispiel waren praktisch nicht nur, dass man daraus auch trinken konnte, man konnte auch darin eben Glut transportieren. Die Glut hat man da reingesteckt, hat das hier oben mit Lehm quasi zugeschmiert und konnte dann das Horn als Ganzes quasi mittransportieren und am neuen Ort, wenn man umgezogen ist, hat man das quasi dann wieder aus der Glut quasi das Feuer entfacht. Und das war wichtig, weil Glut wurde weiter transportiert, um ein heiliges Feuer für ein ganzes Jahr im Prinzip zu bewahren, bis dann wieder mit einem zeremoniellen Fest ein neues Feuer für den ganzen Stamm quasi entfacht worden ist. Ja, deswegen hat man das benutzt, um damit quasi Glut zu transportieren zum neuen Lagerplatz. Hier haben wir jetzt Hufe. Da hat man oft Bisonhufe genommen oder in dem Fall große Hirschhufe. Und die konnte man verwenden, wenn man jetzt das obere abschneidet, dann konnte man da eben zum Beispiel Fett oder Farben quasi mit Fett angerührt dort rein packen. Und dann hatte man im Prinzip so eine Hufstück dabei und hatte die verschiedenen Farben hier einzeln quasi in so einem Behälter einfach dabei. Außerdem natürlich das klappert schön. Man konnte auch da, wenn man hier oben ein Loch reingebohrt hat, dann hat man hier tolle Rasseln, Bandoliers und so weiter daraus hergestellt. Super schönes Material. Dann zum Essen natürlich eine Holzschale, hier aus Esche und wieder aus Bisonhorn ein Löffel und ein Trinkgefäß, ja, ein Holzbecher. Auch das hat man verwendet, haben die Natives zum Trinken benutzt. Nicht nur das Bisonhorn wird oft irgendwie unterschätzt, weil tatsächlich gibt es nicht so viele davon in irgendwelchen Sammlungen quasi erhaltene Becher, aber es gab die auf jeden Fall und ich finde sowas sehr schön. Es erinnert ein bisschen an die finnischen Kuksa-Becher, ist halt sehr ähnlich im Prinzip. Ja, dann kommen wir weiter hier und zwar zu einem getöpferten Topf quasi, auch ein typischer aus dem Plains-Bereich, so von dem Stil her, wie die Hidatsa, Mandan, Arikara und viele andere Stämme benutzt haben. Das ist ein relativ kleiner Topf. Oft wurde ja für die ganze Familie und auch für viele Leute quasi eine Mahlzeit darin zubereitet. Oder aber auch, man hat tatsächlich bei Ausgrabungen solche Töpfe voll gefüllt mit Knochenmark oder zum Beispiel mit Bisonfett gefunden. Und das war ganz wichtig, weil die waren komplett dann bis oben hin quasi mit dem, ich sag mal, ausgelassenen Bisonfett gefüllt. Und dann konnte man die eben erwärmen oder hier mit einem Löffel quasi sich immer das Fett rauskratzen und damit seine Suppen oder Trockenfleisch, Suppen quasi zubereiten. Deswegen waren solche Tontöpfe zumindest bei den sesshaften oder halbnomadischen Stämmen eine relativ wichtige Angelegenheit. Nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Aufbewahren, weil da natürlich Mäuse und so nicht so rankommen. Ne? Denn Mais zum Beispiel, Maiskolben, das wurde so aufbewahrt, weil es vom Volumen her einfach so groß ist. Da konnte man eben nicht solche Tontöpfe dann für herstellen. Da hat man quasi einfach Löcher in den Boden gegraben, meistens wahrscheinlich auch in den eigenen Erdhütten. Und da in diese Löcher quasi hat man dann die Maiskolben reingepackt und hat dann gehofft, dass die Mäuse das nicht so schnell aufessen. Und so konnte man dann den ganzen Winter davon zehren und hatte sie auch versteckt. Falls man überfallen worden ist von Feinden, hatte man solche, Safe Food Pits quasi, also ne, ausgebuddelte Löcher mit Nahrung. Aber was leider auch der Fall war, dass solche Löcher im Erdboden maximal so 1,5 Jahre funktioniert haben, bis die Mäuse da sich restlos quasi den Mais aufgefuttert haben. Und dann wurden diese Löcher umfunktioniert und wurden als Abfallgruben verwendet.
was natürlich für uns jetzt sehr praktisch ist, weil die Archäologen bei den Ausgrabungen dann in diesen Löchern unglaublich tolle Dinge gefunden haben. Ja, und total aufschlussreich eben über die Ernährungsweise auf den Plains dann das auch war. So, machen wir nochmal einmal einen Überblick jetzt hier, dass ihr nochmal hier so alles seht. Also, das sind diese ganzen verschiedenen Taschen- und Transportmöglichkeiten. Das ist nur ein Auszug natürlich. Es gibt noch viel, viel mehr Varianten. Aber damit ihr mal einfach einen Überblick bekommt, was man so verwendet hat. Ja, das war es auch schon wieder. Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und bis dann. Ciao.